herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und ihr seid auf meinem Kanal Kathis Diamond Story. Schön, dass du eingeschaltet hast und mich in diesem Teil hier begleitest. Ich wollte gern mit dir am kleinen Fuchs weiter painten. Ich habe da ja schon letzte Woche angefangen. Bis jetzt ist nichts weiter passiert, weil ich hatte ja gefragt, ob ich das im Video weitermachen soll oder ob ich so weitermachen kann, darf, soll. Und ja, die Mehrheit hat halt die Mehrheit. Also es wird sich gewünscht, dass ich das doch im Video weitermache. Und das mache ich natürlich gerne. Ja, machen wir einmal die Folie ab. Dann knistert das auch nicht mehr so. Ich lege sie rüber. Ja, es sind wie gesagt nur die 3 Farben, die wir bis jetzt gemacht hatten oder die ich bis jetzt gemacht hatte. Und ich würde sagen, wir machen einfach in der Farbreihe einfach weiter. Also wir haben jetzt die 3, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die 4. Und schütten uns die komplett ins Schiffchen rein. Ich hole euch dann auch, also ich hole gleich die Kamera ein bisschen runter, damit das besser zu sehen ist alles. Von der 4 wird es, glaube ich, gar nicht so viel sein. Aber das ist auch nicht schlimm. Es geht ja darum, dass ich mit dir ein bisschen Zeit verbringe. Oder du mit mir, je nachdem, wie man es sehen möchte. Ja. Ja, die Steinchen sind aber sehr schön. Also da kann man wirklich nicht meckern. So, ich hole mal ein bisschen runter. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich dann bin. Doch, das müsste doch gehen. So. Jetzt hoffe ich nur, ich bleibe im Bild, weil die Kamera ist irgendwie so hoch. Ich glaube, so ist das besser. So, dann starten wir mal. Ja, wir haben ja die 4, die ist hier unten zum Beispiel ein bisschen. Ja, ich erzähle einfach mal ein bisschen aus meiner Woche, wie die so war. Ja, war schön. Zwar ein bisschen anstrengender, aber sehr, sehr schön. Ja, anstrengender war es halt, weil ich war beim Zahnarzt. Ja, und dann müssten wir halt lang warten, was eigentlich untypisch ist für meinen Zahnarzt. Aber gut, das ist halt, wenn da Notfälle vorher reinkommen, dann finde ich, ist das alles auch gerechtfertigt. Da habe ich dann auch nichts dagegen. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich in so einer Situation wäre, hätte ich das natürlich auch gerne, dass man dann Verständnis hat. Ja. Ja. Und bei uns hat jetzt die Schule auch wieder angefangen. Die Kinder gehen jetzt wieder in die Schule. Die waren zwar nicht so begeistert, aber ich muss sagen, toi toi toi, sie sind immer so, dass sie gehen und dass sie auch, ja, also sie gehen gerne in die Schule. Also da darf und will ich mich nicht beschweren. Das ist wirklich toll. Ich meine, die haben auch so Phasen, wo sie mal sagen, oh, ich habe aber heute absolut keine Lust. Aber trotzdem gehen sie. Also das ist wirklich, da kann ich mich echt glücklich schätzen, dass sie da so sind. Das Einzige, was schwieriger ist jetzt wieder, ist, also wenn die Schule haben, die können ja dann essen wie ein Scheunendrescher sozusagen. Also was die dann wegspachteln können, das ist schon sagenhaft.
und dann immer noch Hunger haben. Obwohl man sich denkt, oh ja, doch, vielleicht jetzt habe ich eine ganz gute, ganz ausreichend und viel gekocht, aber nee, das war nichts. Aber gut, die sind im Wachstum. Meine Güte. Sollen sie essen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir früher war, ob ich da auch so war. Also ich kann mich jetzt nicht daran so erinnern. Nee, weiß ich nicht. Also wüsste ich jetzt nicht von mir. Aber gut, da ist ja jeder unterschiedlich. Von daher, ja, ist das so. Aber gut, ich meine, das Kochen wird jetzt wieder mehr einfach, weil sie halt einfach auch mehr essen. Ja. Aber komischerweise nehmen sie sich nichts mit in die Schule zum Essen. Ich weiß ja nicht. Das habe ich aber früher auch nicht gemacht. Also in der Schule Essen habe ich auch. Nee, da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ja, ich hatte mal so damals halt noch die Trinkgepäckchen und so dabei, das ist richtig. Aber dass ich da, weiß ich jetzt nicht, ein Brot oder sowas dabei hatte, nee, das hatte ich nicht. Wie war das denn bei euch? Oder wie ist das bei euch? Weil ich muss sagen, jetzt auf die Arbeit nehme ich mir auch nur zu trinken mit. Also ja, ich esse. Nee. Also wenn ich dann mal was mitnehme zum Essen, ist es jetzt zum Beispiel ja, Erdbeeren oder Pfirsiche nehme ich mir mit. Aber jetzt ein Brot oder Brötchen oder weiß nicht, Brezel oder sowas. Das nehme ich mir jetzt, nee, nehme ich nicht mit. Habe ich damals nicht gemacht und mache ich heute noch nicht. Aber gut, so ist das vielleicht. Jeder wie er es gewohnt ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich früher nichts mitbekommen habe. Ich habe schon Brote mitbekommen, das weiß ich. Aber ich habe sie nicht gegessen. Nee. Selten. Oder ich habe sie verschenkt. Ja, so war das. Da waren meine Eltern nicht so begeistert. Ja, ist halt, ne? Jo, doch, das war so bei uns. Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, sie gehen gerne in die Schule. Das läuft alles, passt alles. Haben wir jetzt auch nicht mehr lange so nach dem Motto. Und dann haben sie ja schon die Sommerferien. Das weiß ich auch nicht. Wie soll man das schaffen? 6 Wochen, ey. Also zu überbrücken. Wir haben ja auch nur einen gewissen Urlaubssatz. Aber gut, wir haben es bis jetzt immer geschafft. Und da werden wir das dieses Mal auch schaffen. Also da habe ich eigentlich, ja, doch ein bisschen Bedenken habe ich schon, aber das kriegen wir irgendwie hin. Da sind wir ja nicht alleine, da geht es ja mehreren Leuten so, dass man da immer ein bisschen gucken muss. Von daher passt das. Und wenn nicht, nehme ich sie mit auf die Arbeit. Fertig. Dann freuen sie sich. Ich glaube es zwar nicht, aber gut. Auch obwohl, ich mag meine Arbeit gerne. Ich gehe gerne da arbeiten. Das ist schon eine schöne Sache, muss ich sagen. Ja. Ja, und ich habe meine Woche damit verbracht. Ich habe das
Video gedreht zum dem T-Shirt mit dem V-Ausschnitt. Das muss ich aber noch bearbeiten, aber das ist fertig aufgenommen. Und wie gesagt, jetzt nur noch dann bearbeiten und dann kann das online gehen. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wann ich das online stellen soll, aber ich denke mal, entweder kommt es, wie gesagt, donnerstags dann oder vielleicht an einem Sonntag, ich weiß es noch nicht. Je nachdem, wie schnell ich da bin. Das muss ich dann erstmal noch schauen. Ja, das habe ich gemacht. Dann war ich natürlich noch arbeiten. Aber wie gesagt, das ist ja keine... Also ich empfinde meine Arbeit nicht als Arbeit, weil ich da gerne hingehe. Weiß nicht, versteht man das? Ja, oder? Doch, ich glaube schon. Das können bestimmt viele von euch nachvollziehen. Ja, das. Und dann, ja, wie gesagt, war ich nachher nur noch mit Kochen beschäftigt mit den Kindern. Oder für die Kinder. Da, ja, haben wir einiges gemacht. Ja, gekocht haben wir zum Beispiel die Woche. Was gab es denn alles? Wir hatten einmal Linsensuppe. Ja, Linsensuppe, die meisten, oder Eintopf, ich weiß nicht, wie man es richtig nennt. Wir nennen es Linsensuppe. Linsen, Kartoffeln, Möhren, Lauch, ein bisschen Sellerie und so. Und das dann halt alles zur Suppe gekocht. Und dann ja, abgeschmeckt. Dann gab es die mit Brötchen. Entweder Brot oder Brötchen. Aber die Kinder essen lieber dazu dann Brötchen oder Schrippe. Und dann hatten sie das. Und dann hatten wir noch... Was hatten wir noch zu essen? Was hatte ich noch gekocht, wo ich noch dachte... Ach so, ja gut, wir hatten... Irgendwie war das eine Suppenwoche. Wir hatten auch noch Tomatensuppe. Also richtig aus Tomaten gekocht. Und zwar tue ich immer Zwiebeln und Tomaten. Also die Zwiebeln tue ich so leicht andünsten im Schnellkochtopf oder im Topf, wie ihr wollt. Und habe dann da, nachdem die Zwiebeln angedünstet waren, kamen da die Tomaten rein. Also die Tomaten habe ich natürlich den Strunk entfernt und habe die dann geviertelt und habe die dann auch noch mit reingegeben und dann noch ein bisschen ja, so Suppengrün. Nee, Suppengrün mache ich da gar nicht rein. Wie nennt sich das? Gemüsebrühe. So ein kleiner Teelöffel, also kein ganzer Teelöffel, aber ein bisschen was. Gemüsebrühe reingemacht. Und Salz, Pfeffer natürlich. Und dann habe ich das Ganze gekocht. Und dann durch die, wie heißt es? Durch Sieb gegeben. Passiert. So. Ja. Das haben wir gemacht oder haben wir gegessen. Meine Tochter isst das unheimlich gerne, Tomatensuppe. Und dazu machen wir immer, deswegen finde ich das ganz gut, wenn wir dann altes Brot haben oder älteres Brot haben, dann gehe ich halt hin und tue das Brot, also das geschnittene Brot, auf beiden Seiten mit ein bisschen Butter bestreichen. Und dann kommt das in die Pfanne.
und wird da noch mal so ein bisschen geröstet. Und dann kann man das Brot mit der Suppe zusammen essen. Und das macht durch das Brot halt schön satt. Ja, das haben wir auch gegessen die Woche. Die Tomatensuppe isst mein Sohn jetzt nicht so gerne, aber gut. Aber er isst sie, also er ist jetzt nicht so schnellgelegt, dass er dann sagt, oh, das esse ich nicht, ich will was anderes, sondern er isst sie trotzdem. Zwar nicht viel, ja, aber er isst es. Ja, aber den Rest, also der wird nicht schlecht, sondern das geht alles weg. Meine Tochter liebt die Suppe und deswegen ist die auch sozusagen am selben Tag aufgebraucht. Ja, genau. Also die hatten wir jetzt auch noch die Woche. Ups. Und dann hatten wir die Woche noch. Ich habe eine, ja, also ich will es, so eine falsche Hackfleischsoße habe ich gemacht sozusagen. Die habe ich ja mache ich ja öfter mal mit Tofu, die Hackfleischsoße. Also es ist ja dann kein Hackfleisch, ja, wie soll ich die denn? Ja, falsche Hackfleischsoße einfach. Und die mache ich mit Tofu, aber sonst alles normal. Also die Gewürze normal wie bei einer Hackfleischsoße oder bei einer Bolognese. Alles normal sonst. Und die habe ich dann nachher, nachdem ich sie gekocht hatte, in eine Auflaufform gegeben und habe dann da drauf Kroketten gelegt, also gefrorene Kroketten. Und die sind dann im Anschluss, nachdem sie auf dem Hackfleisch waren, auf der falschen Hackfleischsoße waren in der Form, in den Backofen gewandert. Da habe ich es dann ja nochmal eine Viertelstunde backen gelassen und dann nochmal Käse drüber gemacht. Also ja, wie gesagt, so Streukäse drüber gestreut. Und ich muss sagen, also das hat allen gut geschmeckt. Es ging relativ zügig. Ich meine, so eine Bolognese hat man ja relativ zügig gekocht. Und es war auch genug. Also es hat die Auflaufform, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Ikea. Die haben ja so Glasschüsseln, wo man auch den passenden Deckel dazu kaufen kann. Und davon diese große rechteckige, die haben wir. Und die gebe ich auch gerne mal in den Ofen. Meine ist ja Glas, das funktioniert ja einwandfrei. Und die wurde komplett damit gefüllt. Mit dieser falschen Hackfleischsoße, Tofu und dem Kroketten und dann dem bisschen Käse da noch drüber. Und dann, wie gesagt, wurde es fertig gebacken und das war gut, war lecker, war ein leckeres Essen. Da konnte man sich jetzt nicht großartig beschweren. Das werde ich auch öfters machen. Das ist schon was Feines. Ja, und dann hatten wir noch einen Tag Ofengemüse. Da habe ich alles auf dem Blech gemacht mit Salz, Pfeffer, Öl, gewürzt und das dann fertig gegart im Backofen. Ja. Da habe ich auch ein paar Kartoffeln noch mit reingemacht gehabt, also so als Spalte, und das essen dann die Kinder halt ein bisschen lieber als nur Paprika oder Aubergine und so.
Bei der Aubergine bin ich auch mal ein bisschen vorsichtiger, weil die bei mir, ja, die wird halt so, die Konsistenz von der Aubergine wird halt ein bisschen matschig. Ich weiß nicht, wie ich es genau nennen soll. Die wird halt ein bisschen anders. Vielleicht habt ihr da ja einen Tipp und könnt mir mal sagen, wie man die auch mal ein bisschen knackiger hinkriegt. Also bei mir wird die immer so schwammig vielleicht. Vielleicht ist das richtige Wort. Ich weiß nicht. Also die, ja. Essen tue ich sie trotzdem, weil, ja, ich esse halt ganz gerne. Aber die Kinder halt nicht. Aber gut, man muss nicht alles mögen. Solange man es probiert, ist alles in Ordnung. Ja, das hatten wir zu essen. Jetzt war ich noch am Überlegen für am Wochenende. Da wollte ich einfach mal eine Portion Milchreis eigentlich kochen. Aber ja, weiß noch nicht. Also die Kinder essen lieber den süßen Milchreis, aber ich muss euch ehrlich sagen, ich habe ihn früher nicht süß gegessen, sondern wir haben den immer herzhaft gegessen. Also nicht süß gekocht, sondern ja, so abgeschmeckt mit Salz. Und dann ein Ei dazu, später, wenn er fertig war. Ein gebratenes Ei halt dazu. So haben wir den früher gegessen. Die Kinder essen den aber lieber süß. Aber ich finde, dann ist es halt eher ein Nachtisch als ein Mittagessen. Ja, wie ist da denn eure Meinung? Wie würdet ihr das sehen? Esst ihr Milchreis? Viele mögen den ja auch nicht. Ja, kann ja auch sein, dass ihr den nicht mögt. Aber wenn ihr ihn mögt oder wenn ihr es kennt, wie würdet ihr den essen? Esst ihr lieber den süßen Milchreis oder lieber den herzhaften Milchreis? Ich nenne ihn jetzt einfach herzhaft. So. Ja, das würde mich mal interessieren. Und natürlich, was ihr mal die Woche über gekocht habt. Ich brauche natürlich wieder Ideen, damit ich hier die Meute satt bekomme. Die Meute sind nur 2 Kinder. Aber trotzdem. Ja, so ist das. Oder so war das die Woche über. Jetzt bin ich ganz froh, ich kann ein bisschen painten. Die Kinder sind versorgt. Der Große ist heute mal ein bisschen schöneres Wetter. Die Sonne scheint mal ausnahmsweise bei uns. Und der ist heute dann direkt gerade eben ins Schwimmbad gezischt. Nein, wir haben zwar schon, jetzt lasst mich mal schauen, ich weiß gar nicht, wie viel haben wir. Ja gut, wir haben schon 6. 6 ist durch, also 18 Uhr ist schon durch. Aber trotzdem, unser Schwimmbad hat heute bis um 7 auf. Und dann kann er ruhig da ein bisschen bleiben und sich vergnügen. Ja, so ist es. Ja, und meine Tochter hat heute Besuch, der wird jetzt gerade vorhin abgeholt. Und dann ist er auch mal wie erschlagen. Ich weiß auch nicht. Dann ist er danach immer ganz ruhig und ja, ein bisschen in sich gekehrt, als ob sie sich erholt sozusagen. Ich weiß nicht. Also da ist er auch, ja. Ja, da brauchst du halt vielleicht ein bisschen Zeit immer für sich, weil wenn man ja den ganzen Tag dann zu zweit ist, ist das ja auch immer für den einen oder anderen ja auch eine anstrengende Sache einfach. Ne? Also manchmal darf man die ganzen Sachen nicht unterschätzen. So ist es. Hier habe ich eine 5 vergessen. Ja.
am Wochenende weiß ich noch nicht, was wir machen. Wir müssen mal schauen. Vielleicht genießen wir auch einfach nur die Sonne, wenn sie dann mal bei uns bleibt. Mal schauen. Die Kinder haben jetzt auch nichts Besonderes gesagt, ob sie irgendwas machen wollten. Ja. Aber da lassen wir uns überraschen. Mal abwarten. Ja, wir waren ja die Woche, wo noch Ferien waren, da hatte ich ja auch ein paar Tage frei. Und da waren wir ja nach Koblenz gefahren. Da war schön. War sogar sehr schön, also hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe gemerkt, meine Kinder sind nicht so für, wir gehen mal durch die Stadt gucken. Das ist irgendwie nicht so für sie. Da haben sie keine Ruhe. Ich weiß nicht. Obwohl doch, Ruhe hat sie schon. Also sie sind schön mitgegangen, sie haben alles auch geguckt. Hatten auch ihren Spaß. Aber sie sind mehr so Leute, so wie ich auch, durchs Geschäft gehen und bummeln. Ja, ist mal ganz schön. Aber lieber gehe ich irgendwo hin, wo ich was mir anschauen kann, was sehen kann und wo vielleicht noch was an Wissen hängen bleibt. Das hört sich jetzt fies an, gell, irgendwie. Weiß nicht. Aber ja, die gehen lieber dann durch die Stadt und gucken sich die Kirche an oder weiß ich nicht, den Brunnen oder wir waren mal in Speyer in dem Technikmuseum und da haben die einen Heidenspaß dran. Ja, wenn man da andere in dem Alter vergleicht, ist das nicht so. Oder bei manchen ist es nicht so, also um Himmels Willen. Sind ja nicht alle so, aber bei manchen ist es halt so, dass das denen keinen Spaß macht. Aber meinen macht Spaß. Da bin ich auch froh drum. Aber ich wollte einfach mal durch Koblenz, durch die Geschäfte gehen. Da mussten sie mit mir durch. Ja. War aber auch sehr schön. Wir haben nachher noch was dann beim Bäcker geholt gehabt. Also wir hatten so für zwischendurch, für auf die Hand hatten wir was vom Bäcker. Und wir haben danach noch beim KFC wollten sie halt gern essen. Und da haben wir da noch angehalten, wie wir auf dem Heimweg waren. Denn das gibt es halt wirklich selten bei uns. Und damit sie auch noch ein schönes Erlebnis für sich haben, haben wir dann da noch angehalten gehabt. Aber wie gesagt, das war jetzt nicht die Woche, das ist schon ein paar Tage mehr her. Ja, aber so haben wir auch die Ferien verbracht. Und ich hoffe mal, sie hatten schöne Ferien. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch so in der Schule ist, dass sie das bereden. Früher in der Grundschule wird das ja noch besprochen. Aber ich glaube jetzt bei der weiterführenden Schule, ich glaube gar nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie das bei mir damals war. Kann ich nicht sagen. Ja, naja, gut. Ist ja auch nicht schlimm. Müssen sie ja auch nicht. So, ich meine Dreier, meine Sechser, so rum. Da haben wir noch ein paar. Ja, aber das Bild lässt sich wirklich schön legen. Also das hätte ich jetzt doch nicht so erwartet, dass die Steinchen doch so eine schöne Qualität haben. Also das ist angenehm.
Auch der Schliff von den Steinchen, die finde ich schön. Den finde ich schön so rum. Also das ist jetzt, ach so, ach, ich habe ja den Fokus drin. Ihr seht das gar nicht so, ich das so nah halte. Ja, doch. Da bin ich ganz positiv überrascht von dem Material hier. Das ist ganz angenehm, ganz schön. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich euch noch Schönes erzählen kann. Ja, im Sommer müssen wir mal gucken. Geplant haben wir nichts, also wir bleiben daheim, wir machen Urlaub zu Hause. Wir werden ja viel zu Hause machen. Mal schauen. Mein kleines Hochbeet, der eine Teil, der wächst jetzt schön. Ich habe ja 2 Hochbeete und in dem einen habe ich ja nur Erdbeeren und in dem anderen habe ich meinen Salat und alles drin. Salat und die Kräuter sind in so, ja, ich will es mal Bottiche nennen, Speisbitten heißen die bei uns. Und ja, das wächst und gedeiht alles. Also das ist wirklich schön. Was ich auch super schön finde, ist, bei uns im Garten blüht jetzt der Jasmin. Also ich habe so Jasminsträucher, einmal mit der schönen großen Blüte und mit so kleineren Blüten. Und die ganzen Jahre waren die Sträucher voll mit Läusen. Egal was ich gemacht habe, es waren immer Läuse dran. Das war immer so schade, weil die ganze Blüte war wirklich schwarz von denen. Also da hat man kein Weiß gesehen. Da konnte ich machen, was ich wollte. Ich muss aber auch dazu sagen, ich spritze nichts in meinem Garten. Das ist alles natürlich gehalten, weil ich das nicht, ja, ich mag das halt nicht. Fertig. Also bei mir kommt das nicht ins Haus. Ich behandle meine Sachen, wenn mit Wasser und Spüli und das auch nur in den Wasser, Spüli und Kaffeesatz. Aber das auch nur in den seltensten Fällen. Normalerweise nichts. Und wenn irgendwo Läusebefall ist oder sowas, werden die Sachen dann halt einfach normalerweise abgeschnitten. Ja, und wie gesagt, bei den Jasmin waren die ganze Zeit, die ganzen Jahre über waren da Läuse. Ja, und ich war dieses Jahr wirklich so froh, dass das nicht der Fall ist. Der Jasmin hängt voll mit weißen Blüten. Die Blüten der ist so voll, die Äste sind so schwer, die hängen bis runter auf den Boden. Also wirklich so ein Gedicht fürs Auge, finde ich. Also so toll. Das freut mich wirklich sehr. Das finde ich unglaublich schön. Ja, doch. Nach all den Jahren kann ich den Jasmin jetzt mal wieder so sehen. Sehr, sehr schön. Ja, und wie gesagt, die Erdbeeren werden jetzt bei uns reif. Ich weiß gar nicht, ob unsere ein bisschen spät sind, aber unsere werden jetzt erst reif. Ist halt so. Ist auch nicht schlimm. Dann habe ich was davon. So. Und da habe ich auch eben noch gepflückt. Ich kann euch sagen, das ist wieder so eine große Edelstahlschüssel voll. Oder anders gesagt, aber mit der Edelstahlschüssel könnt ihr garantiert nicht viel anfangen. Ein knapper, ja, bisschen weniger, ja, 10 Liter Eimer ist voll. Aber schon, da ist noch zum Rand, ist da schon noch ordentlich, also
garantiert noch 20 cm schon Platz. Aber trotzdem finde ich das eine sehr gute Ausbeute. Da muss ich mal jetzt gucken. Ich habe ja sonst immer, mache ich aus den Erdbeeren, püriere ich. Ja, sonst gehe ich immer hin mit den Erdbeeren und püriere sie und mache die dann so weit fertig, dass wir die halt so essen können im Joghurt, also im Naturjoghurt, oder die Kinder essen sie gerne mit Milch, oder wir machen uns Getränk, also Erdbeermilch. Ja, aber jetzt, wo es halt so viele werden, werde ich wohl hingehen und wieder Marmelade davon kochen. Die ganz normale Erdbeermarmelade, ohne viel Tamtam. Einmal pürieren mit ein bisschen Zucker und dann aufkochen lassen und dann fertig ist die Marmelade. Ja, ich denke mal, das wird jetzt in nächster Zeit auf mich zukommen. Aber das ist nicht schlimm, das mache ich immer gerne. Das ist auch so eine Beschäftigung, die ich sehr, sehr gerne mache. Und dann wird das jetzt, denke ich mal, die Tage gemacht. Ja. Ich lagere ja auch die Erdbeeren. Ich probiere sie normalerweise am selben Tag, wo ich sie pflücke, zu verarbeiten. Aber manchmal funktioniert das nicht. Ich habe jetzt heute die Erdbeeren jetzt nur zur Seite gestellt. Und die werde ich dann wahrscheinlich erst morgen von allem befreien sozusagen und dann weiter verarbeiten. Also die sind jetzt zum Beispiel, so wie ich sie gepflückt habe, noch in der Schüssel drin und die bleiben auch so in der Schüssel drin. Ich werde die erst sauber machen, wenn ich sie auch brauche. Also, denn da habe ich auch schon öfters die Erfahrung gemacht, wenn ich die Erdbeeren dann gewaschen habe und dann noch mal rüberstelle und erst später, weiß ich nicht, den nächsten Tag was mit ihnen mache, ja, dann sind sie nicht mehr so schön einfach. Also ich finde, wenn ich sie dann mit sozusagen Dreck und Speck stehen lasse für den nächsten Tag, dann sind sie noch mal ein wenig schöner. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ja, ich meine, ne? Ist halt so. Ja, ich denke mal, das wird dann morgen auf mich warten. Vielleicht mache ich es auch noch heute Abend, ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Das wird sich dann noch zeigen. Ja, mal schauen. Normalerweise mag ich es nicht, wenn ich so eine Arbeit sozusagen vor mir her schiebe. Ich bin ein Mensch, ich erledige gerne Sachen gleich, sobald ich davon weiß, dass das gemacht werden muss. Ja, aber gut. Manchmal bin ich auch faul und dann wird nichts gemacht. Aber das ist seltener. Weil ich mir dann immer denke, ach, nachher sind die Sachen kaputt oder gehen kaputt und dann nachher muss ich es morgen früh machen. Ja, also da bin ich eher so ein Mensch, der die Sachen direkt macht, als anders. Ja, vor allen Dingen kann ich es dann immer abhaken im Kopf und dann hat man Platz für andere Dinge. Ja, so ist das. Wie gesagt, der Salat wächst auch, aber langsamer. Was ich dieses Jahr
auch wieder angebaut habe, ist, wie heißt es jetzt, Chilis, weil ich esse ja gerne scharf und ich habe letztes Jahr habe ich auch Chilis angebaut, die habe ich auch alle geerntet und getrocknet und davon nehme ich jetzt noch für meine Sachen zu würzen. Also für in eine Suppe rein oder beim Anbraten oder. Also da kommt immer noch so eine Chili rein. Und die sind auch, also sie sind ja getrocknet, das ist wirklich toll. Also hätte ich nicht gedacht, dass die sich doch so gut halten, aber das tun sie. Und von diesen Chilis habe ich dann auch die Samen genommen, um neu anzupflanzen. Und das ist tatsächlich aufgegangen. Ich meine, ja, ich weiß, man kann das nicht so oft machen, aber dieses Mal hat es gut funktioniert. Die Pflänzchen sind jetzt auch schon, haben eine ganz gute Größe. Ich glaube, die sind jetzt so 20 cm, vielleicht nicht ganz groß. Ja, schön grün. Schöne viele Blätter haben sie. Mal gucken, müssten jetzt nur noch Knospen schieben, aber dafür brauchen sie halt warm. Ja, aber vielleicht kommt das ja jetzt, wer weiß. Wer weiß. In unserer Wettervorhersage war mal jetzt fürs Wochenende kein Regen gemeldet. Da lassen wir uns mal überraschen, wie das aussieht. Ob da noch was kommt oder ob es mal trocken bleibt. Wäre ja auch mal ganz schön, momentan. Ja, so sieht unser Fuchs jetzt aus. Jetzt haben wir schon die 4. Farbe. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss. Ich wollte sagen, starten wir, aber wir haben ja schon gestartet. Und dann können wir den Rest das nächste Mal weitermachen. So, die 7. Wir haben ja noch ein paar Farben. Wir haben ja insgesamt 16 Farben und 7 haben wir. Da haben wir noch ein paar vor uns. Ja, aber sieht doch ganz gut aus. Also doch. Für das Kleine sozusagen, diese kleine Größe, kommt er doch schön raus. Ja. Doch, ich denke schon. Ich denke, wenn wir das nächste Mal hier die 9 haben, hier am Fuchs, dann ist das noch mal was anderes, weil dann ist er ja fast fertig. Ich denke, dann kommt er ganz süß. Ja. Ja, in diesem Sinne machen wir nochmal die Folie drauf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr die Woche gekocht habt, was euch Schönes passiert ist, worüber ihr euch gefreut habt. Und dann können wir uns darüber austauschen. Und dann würde ich meinen, wir hören und sehen uns dann gerne das nächste Mal wieder. Lasst gerne ein Däumchen da, kostenloses Abo, wenn ihr mögt. Und bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.